Es beginnt mit etwas Kleinem, etwas Alltäglichem. Ein Ei, das in der Pfanne brutzelt. Ein Frühstück, das man seit Jahren so zubereitet, ohne je darüber nachzudenken. Doch je älter wir werden, desto mehr spüren wir. Nicht alles, was früher gut war, tut uns heute noch gut. Und manchmal liegt in den vertrautesten Gewohnheiten eine stille Gefahr, die sich erst zeigt, wenn unser Körper leiser wird und aufmerksamer. Eier gelten als echtes Kraftpaket, voller Eiweiß, Vitamine, Nährstoffe. Doch was kaum jemand sagt, es kommt nicht nur darauf an, was man isst, sondern wie. Wie wir es braten, wie wir es lagern, wie wir damit umgehen. Gerade im späteren Leben, wenn unser Organismus feinfühliger reagiert, können kleine Fehler große Wirkung haben. Und genau darüber sprechen wir heute. Nicht um Angst zu machen, sondern um aufmerksam zu machen. Dieses Video zeigt Ihnen 5 Fehler im Umgang mit Eiern, die oft übersehen werden und die sich ganz leicht vermeiden lassen. Damit dieses kleine Lebensmittel weiterhin das bleibt, was es sein kann. Eine Quelle von Kraft und nicht von Belastung. Bleiben Sie bis zum Schluss. Vielleicht entdecken Sie eine Kleinigkeit, die alles verändert. Ein leises Zischen, ein goldener Rand, ein Duft, der Erinnerungen weckt. So beginnt für viele der Morgen, mit einem Ei in der Pfanne. Doch was wir dabei oft übersehen, nicht jede Hitze ist gut. Nicht jede Bratart ist harmlos. Gerade im Alter verändert sich unser Körper. Er wird empfindlicher. Er reagiert schneller auf Dinge, die früher keine Rolle spielten. Ein zu stark erhitztes Öl kann sich in etwas verwandeln, das der Körper nicht mehr gut verarbeiten kann. Es entstehen Stoffe, die Entzündungen fördern, still aber dauerhaft. Und mit jedem Frühstück denken wir, es ist doch nur ein Ei. Doch der Körper erinnert sich. Besser ist weniger Hitze, mehr Geduld, vielleicht ein sanftes Dünsten, ein gutes Öl, das nicht raucht, sondern trägt. Denn es geht nicht nur um Geschmack, es geht darum, wie wir unseren Tag beginnen. Mit Fürsorge statt mit Stress. Ein Ei kann eine Nahrung sein oder eine stille Belastung. Die Entscheidung liegt in Ihrer Hand. Ein kleines Gelb in der Mitte, weich, warm, für viele das Herz des Eis, und doch wird es oft als Gefahr gesehen. Cholesterin, sagt man. Nicht zu viele Eier, rät man. Ein alter Ruf, der sich hartnäckig hält und dabei längst überholt ist. Ja, das Eigelb enthält Cholesterin. Doch nicht alles, was wir essen, wird so verarbeitet, wie wir glauben. Der Körper ist klüger, er reguliert, er gleicht aus. Gerade ältere Menschen brauchen bestimmte Nährstoffe, die genau hier zu finden sind. Im Eigelb liegt Vitamin D. Darin steckt Cholin, ein Stoff, der das Gehirn schützt. Dort ruht Lutein, das unsere Augen stärkt. Ein Verzicht aus Angst bedeutet oft ein Verzicht auf das, was uns eigentlich gut täte. Ein Beispiel: Erwin 72 hat jahrelang nur das Eiweiß gegessen. Er dachte, er tut seinem Herzen etwas Gutes, bis sein Arzt ihn fragte: Und was tun Sie für Ihre Konzentration, für Ihre Augen? Seitdem isst Erwin wieder das ganze Ei, mit Maß und ohne Schuldgefühl. Denn es geht nicht darum, etwas zu fürchten, sondern darum, es zu verstehen. Ein gekochtes Ei im Kühlschrank. Klingt harmlos, ist praktisch schnell zur Hand, perfekt für den nächsten Morgen. Doch was viele nicht wissen, die Art, wie wir gekochte Eier aufbewahren, entscheidet mit darüber, ob sie uns stärken oder belasten. Im höheren Alter reagiert unser Körper sensibler. Das Immunsystem ist nicht mehr so belastbar wie früher. Und genau dann können sich kleine Lagerungsfehler leise rächen. Ein Beispiel ist Klaus, 72 Jahre alt. Jeden Sonntag bereitete er sich Rührei für die ganze Woche vor. Er stellte die Pfanne abgedeckt in den Kühlschrank. Nicht luftdicht, nicht portioniert. Am Anfang schien das kein Problem zu sein. Doch mit der Zeit bemerkte er Unwohlsein, Übelkeit, Magenkrämpfe. Erst als sein Arzt nach den Essgewohnheiten fragte, wurde klar: Die Art der Aufbewahrung war das Problem.
Wussten Sie, dass Bakterien wie Salmonellen oder Listerin sich bei Raumtemperatur schon nach wenigen Stunden vermehren können? Und dass gekochte Eier im Kühlschrank nach ein paar Tagen riskant werden, wenn sie nicht luftdicht verschlossen sind? Auch das Wiedererwärmen kann tückisch sein. In der Mikrowelle entstehen oft heiße und kalte Zonen, ideal für Keime. Und bei zu starker Hitze gehen Vitamine verloren. Der Geschmack leidet, das Ei wird trocken. Unser Rat: Lagern Sie gekochte Eier immer luftdicht, am besten in Glas- oder Edelstahlbehältern. Verbrauchen Sie sie innerhalb von 3–4 Tagen bei hartgekochten Eiern, spätestens nach einer Woche. Wärmen Sie vorsichtig auf, in der Pfanne bei milder Hitze mit etwas Wasser oder Brühe. Kleine Umstellungen, die kaum Zeit kosten, aber langfristig Ihre Gesundheit schützen können. Denn manchmal entscheidet nicht das, was wir essen, sondern wie wir damit umgehen. Ein Ei am Morgen. Für viele ein vertrauter Start in den Tag. Leicht, sättigend, nahrhaft. Und doch, gerade was wir täglich tun, verdient unseren genauesten Blick. Denn auch gesunde Lebensmittel verlieren ihre Wirkung, wenn sie zur ständigen Routine werden. Ohne Abwechslung, ohne Achtsamkeit. Der Körper liebt Vielfalt. Besonders im Alter, wenn die Verdauung sensibler wird und der Nährstoffbedarf sich verändert. Täglich ein Ei klingt harmlos. Doch was bedeutet das für den Cholesterinhaushalt? Für die Leber? Für die Verdauung? Ein Beispiel. Helga, 69, bereitete sich seit Jahren jeden Tag ein Frühstücksei zu. Immer gleich, immer zur selben Uhrzeit. Bis sie zunehmend müde wurde. Ihr Arzt stellte fest: zu wenig Ballaststoffe, zu wenig pflanzliches Eiweiß, zu viel von ein und derselben Quelle. Seitdem kombiniert sie: mal ein Ei, mal Hüttenkäse, mal Porridge mit Nüssen, mal Avocado mit Vollkornbrot. Und siehe da, die Energie kam zurück. Denn gesunde Ernährung ist kein starrer Plan, sondern ein lebendiger Rhythmus. Unser Vorschlag: Genießen Sie Eier, aber nicht jeden Tag. Kombinieren Sie mit pflanzlichen Alternativen. Hören Sie auf Ihren Körper, er spricht, wenn man ihm zuhört. Was zählt, ist nicht der Verzicht, sondern das Maß. Und die Freude an der Vielfalt. Ein Ei ist ein Ei, oder? Natürlich, einfach, ein Geschenk der Natur. Doch in unserer heutigen Zeit ist kaum etwas so schlicht, wie es scheint. Gerade bei Eiern lohnt sich ein zweiter Blick, denn nicht jedes Ei ist gleich. In Supermärkten finden wir sie gestapelt, aus Bodenhaltung, Freiland, Bio. Doch was bedeuten diese Begriffe wirklich? Und was steckt dahinter? Viele Eier stammen von Hühnern, die mit speziellen Futtermitteln versorgt werden, angereichert mit Farbzusätzen, Antibiotika, Konservierungsstoffen. Nicht um dem Menschen zu schaden, sondern um Produktion, Aussehen und Haltbarkeit zu optimieren. Doch gerade im Alter, wenn der Stoffwechsel langsamer wird und die Entgiftungsleistung der Leber nachlässt, kann der Körper diese Zusätze schwerer verarbeiten. Ein Beispiel: Bernd, 75, kaufte jahrelang günstige Eier aus Bodenhaltung. Er hielt sich für sparsam, vernünftig. Doch nachdem er auf Bio-Eier umstieg, verschwanden seine ständigen Blähungen. Ein Effekt, den er nie mit Eiern in Verbindung gebracht hätte. Achten Sie auf Qualität. Kaufen Sie möglichst Bio-Eier oder vom Wochenmarkt Ihres Vertrauens. Je natürlicher das Futter, desto natürlicher das Ei. Vermeiden Sie Eier aus Massenhaltung, nicht nur der Tiere wegen, sondern auch ihrer Gesundheit zuliebe. Denn jedes Ei erzählt eine Geschichte und wir entscheiden, welche wir essen wollen. Ein Ei, so klein, so alltäglich und doch ein Spiegel dafür, wie achtsam wir leben. Es zeigt uns, dass nicht nur das Große zählt, nicht nur Medikamente, Diagnosen, Behandlungen, sondern die kleinen Gesten, die stillen Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, wie wir braten, was wir glauben, worauf wir hören und was wir hinterfragen. Eier sind nicht der Feind. Sie sind auch nicht die Lösung für alles.
Aber sie erinnern uns daran, wie viel Macht in einem einzigen Bissen liegen kann. Wenn Sie sich also morgen ein Ei machen, denken Sie an diese 5 Gedanken. Nicht aus Angst, sondern aus Respekt. Für Ihren Körper, für Ihre Jahre, für das Leben, das Sie noch vor sich haben. Bleiben Sie achtsam und bleiben Sie sich treu, denn selbst das Kleinste kann zum Wendepunkt werden, wenn man es mit Liebe betrachtet.